Grüezi miteinander und herzlich willkommen. Bei einem Schlaganfall kriegt das Hirn zu wenig Sauerstoff und darum sterben die Hirnzellen ab. Die sofortige Behandlung ist darum ganz wichtig. Am Universitätsspital Basel gehen sie jetzt einen neuen Weg. Sie machen eine neue Methode, wo sie 30 Minuten gewinnen. Und das bedeutet Leben retten und mehr Folgeschäden verhindern. Giorgio Golune erlitt letzten September einen akuten Schlaganfall. Dank schneller Behandlung hat er sich recht gut erholt, ohne schwere Behinderung. Aber ich habe immer noch Mühe mit dem Alltag zu bewältigen. Treppe laufen, in die Stadt einkaufen, dann ermüde ich viel schneller, komme ich an meine Grenzen viel schneller als vorher. Bei der Einlieferung hatte er eine schwere Halbseitenlähmung und war stark beeinträchtigt. Doch er hat gute Heilungschancen, dank OneStop, einem neuen Behandlungskonzept. Die Professoren Marius Psychogius und Urs Fischer leiten gemeinsam das Hirnschlagzentrum in Basel. Time is Brain, Zeit ist Hirn heißt das Motto. Oft entscheiden wenige Minuten darüber, ob Gehirnzellen mit unterbrochener Durchblutung absterben oder nicht. Pro Minute gehen mehrere Millionen Hirnzellen verloren und damit Funktionen des betroffenen Hirnareals. Die Folge: relevante Behinderungen wie Lähmungen, Seh- oder Sprachstörungen. Beim akuten Hirnschlag ist es extrem wichtig, dass Patientinnen und Patienten so rasch wie möglich behandelt werden. 144 anrufen. Patienten werden dann mit der Ambulanz, dem Helikopter auf die Notfallstation gebracht, dort werden sie untersucht und dann muss man ja ein Bild machen. Wir müssen ja wissen, ist es eine Durchblutungsstörung oder eine Blutung. Und von dem entscheidet sich ja nachher, was für eine weitere Behandlung kommt. Wenn es eine Durchblutungsstörung ist, dann tut man ein Medikament spritzen und geht dann, wenn es ein grosses Gefäß verschlossen ist, in die sogenannte Angiografie, wo dann unsere Neuroradiologen, also unsere Kollegen, das Gefäß mit einem Katheter wieder öffnen. Das braucht aber Zeit und wie ihr seht, braucht man vom Eintritt von der Notfallstation bis zur Behandlung ungefähr 60 Minuten. Und das ist doch relativ lange Zeit, weil wir wissen, das Hirn soll so schnell wie möglich wieder durchblutet werden. Deswegen haben wir uns einen neuen Weg überlegt und auch hier in Basel etabliert, womit man mit dem Patient direkt in die Angio gehen kann. Dort mit einem neuen Gerät, was wir seit 2020 hier in Basel haben, auch die Bildgebung macht, eine Blutung ausschließt, dann können die Kollegen der Neurologie die Medikamente für die Lyse des Gerinnsels geben und wir fangen halbe Stunde früher mit der Behandlung mit dem Katheter an. Zum ersten Mal sieht Giorgio Golune den Hightech-Behandlungstisch, wo der Zeitgewinn seine weitere Lebensqualität entscheidend beeinflusste. Schweizweit dauert es von Tür bis Gefäßöffnung im Schnitt ca. 85 Minuten. Bei ihm waren es 55. Rekord. Überwältigt von den Instrumenten, die drin sind. Und dass sie so effizient arbeiten können, macht mir auch Hoffnung, dass andere Patienten auch gut geholfen werden können. Mit einem solchen Katheter wurde sein Blutgerinnsel entfernt. Ein Schlaganfall kann entweder durch ein Blutgerinnsel oder durch eine Hirnblutung ausgelöst werden. Die Symptome sind gleich. Bei einem Gerinnsel wird auch ein Blutverdünner verabreicht. Das hätte jedoch bei einer Hirnblutung fatale Folgen, denn dann würde noch mehr Blut ausfließen. Daher ist die Bildgebung entscheidend für die schnelle Diagnose und gleichzeitige rasche Behandlung. Was motiviert die beiden Leiter des Hirnschlagzentrums in ihrem Tätigkeitsbereich? In den letzten 20 Jahren hat sich enorm viel getan in der Behandlung des akuten Hirnschlags. Und trotzdem, täglich sind wir immer wieder vor Situationen, wo wir einfach nicht wissen, was machen. Und deswegen versuchen wir gemeinsam, neue Wege herauszufinden, wie wir diese Patienten behandeln können. Wir machen Studien. Und was mich antreibt, sind sogenannte unanswered questions, die ungelösten Fragen. Meine Motivation ist, neue Techniken zu erfinden, zu beschreiben, wie man Patienten präziser behandelt, wie man Gefäße besser eröffnen kann, ohne Komplikationen. Und was wünscht sich Giorgio Golune? Für die Zukunft hoffe ich mir, dass ich mir im Berufsleben wieder tätigen kann, wie früher. Wenn es nicht so viel wie früher geht, hauptsächlich 50% ist mein Ziel,
dass ich wieder auch etwas kreieren kann mit meiner Hand und das Gedanke wieder da ist, konzentriert und fokussiert auf die Zukunft. Und Lebensfreude, das wieder vorhanden ist. Mehr Informationen zu dieser Thematik finden Sie in der Schweizer Familie und bei uns auf der Webseite.